Hier in dieser Einführung zu Saint2CNC zeige ich dir, wie du aus einer einfachen Grafik eine Gravur erzeugst und wie du das nutzen kannst, um innerhalb Sekunden weitere NC-Programme zu erzeugen. Für dieses Einführungsbeispiel habe ich eine einfache Pixelgrafik vorbereitet, um daraus eine Gravur zu erstellen. Die Grafik wird einfach per Drag and Drop aus dem Datei-Explorer in die Benutzeroberfläche gezogen. Es wird automatisch ein neues Projekt angelegt und die Grafik in ein 3D-Modell umgewandelt, mit dem wir weiterarbeiten können. Wir speichern das Projekt schnell ab und legen damit auch das Ausgabeverzeichnis für das fertige NC-Programm fest. Die Baumstruktur auf der linken Seite zeigt alle Objekte des Projekts. Dazu gehören Modelle, Werkzeuge, Nullpunkte, die Rohteile als Ausgangsmaterial oder Werkstücke, die berechneten Werkzeugwege als Jobobjekte sowie die Fräsergebnisse als weitere Rohteile, die für Folgejobs vererbt werden können. Zurück zum Beispiel. In einem normalen Workflow arbeiten wir von oben nach unten. Das heißt, nachdem wir unser 3D-Modell haben, erstellen wir als nächstes unser Fräswerkzeug. Im Werkzeugeditor geben wir dem Werkzeug einen Namen, die NC-Nummer und legen den Typ und die Geometrie fest. Wir verwenden ein Gravierwerkzeug mit einem Winkel von 60 Grad. Weiter geht es mit dem Nullpunkt, die Ausgangsposition des Werkstücks in der Maschine. Wir erzeugen das entsprechende Objekt und können den Nullpunkt mit dem Werkzeug Objekt platzieren, an eine beliebige Position setzen oder, wie ich es bevorzuge, mit Einrastpunkten. Dazu wähle ich mein Modell als Referenz, aktiviere die Einrastpunkte und lege die Position mit Hilfe der Tabelle oben in der Mitte fest. Der gesetzte Einrastpunkt bleibt im Objekt gespeichert und wird aktualisiert, sobald sich die Geometrie der Referenz ändert. Wenn zum Beispiel mein Modell skaliert wird. Bevor wir die Fräsparameter festlegen, erstellen wir ein Rohteil, so wie es in die Maschine kommt. In unserem Beispiel ist das ein einfacher Block, der das Modell umschließt. Wir wählen unser Modell als Referenz und die Größe des Werkstücks passt sich automatisch an. Die Referenz bleibt auch hier gespeichert und das Rohteil wird angepasst, wenn sich das Modell ändert. Wir haben jetzt ein Modell, ein Werkzeug, einen Nullpunkt und ein Rohteil. Es ist Zeit, die Werkzeugwege zu erzeugen. Wir erstellen ein neues Jobobjekt und navigieren durch die verschiedenen Registerkarten der Jobeinstellungen. Unter Werkzeug wählen wir das Gravierwerkzeug, stellen die Spindeldrehzahl und den Vorschub für das Fräsen und das Eintauchen ein. Im Reiter Main wählen wir FreeXCarve als Frässtrategie, die sich sehr gut zum Gravieren eignet. Als Modellreferenz wählen wir unser Modell. Das Rohteil ist bereits vorselektiert. Im Projektbaum können wir das alles leicht überprüfen. Die Referenzen sind grün markiert. Bei den Fräsparametern gibt es einige Einstellungen, von denen wir nur wenige ändern werden. Wir definieren eine Endebene und begrenzen damit die Tiefe der Fräsbahnen auf -3 mm von unserem Nullpunkt aus. Mit AP Main legen wir die vertikale Hauptzustellung fest. Ich möchte alles auf einmal zustellen, also setze ich auch diesen Wert auf 3 mm. Seitlich sollte mit einem spitzen Gravierfräser so wenig wie möglich zugestellt werden, damit die Bodenfläche sauber wird. 0,2 mm genügen hier. So, los geht's. Wir starten die Berechnung hier oben oder über die Menüleiste und lassen die Fräsbahnen generieren. Man kann hier gut erkennen, dass die Fräsbahnen auch bei niedriger Grafikauflösung perfekt abgerundet sind und eine flüssige Bewegung der Maschine gewährleisten. An dieser Stelle möchte ich kurz auf die in den höheren Editionen verfügbare V-Bit-Optimierung hinweisen, die hier zugeschaltet werden kann. Durch die V-Bit-Optimierung werden die Fräswege erheblich reduziert und die Qualität der Gravur deutlich verbessert. Bei der Berechnung wird auch immer das Werkstückergebnis erzeugt, das wir uns ansehen können, indem wir es im Projektbaum einblenden.
Zur besseren Übersicht habe ich die anderen Objekte ausgeblendet. Sieht gut aus. Also schicke ich jetzt die Fräsbahnen an den Postprozessor. Wir markieren den Job, es können auch mehrere sein, und starten die Postprozessorumgebung. Ich möchte G-Code für die Mach3-Steuerung und ein NC-Protokoll erstellen und wähle die entsprechenden Postprozessoren aus. Kleiner Tipp: Über die Systemeinstellungen lassen sich sehr einfach Anpassungen vornehmen. Lua-Programmierer haben sogar die Möglichkeit, komplett eigene Postprozessoren zu schreiben. Also dann Send to CNC. Es öffnet sich ein Browserfenster mit dem generierten NC-Report. Dies ist äußerst hilfreich beim Einrichten der Maschine. Das Bild hier stammt aus der aktuellen Ansicht und zeigt unseren Nullpunkt. Wie hier auf der Website zu lesen ist, liefert dieses Dokument alle wichtigen Informationen zum Einrichten der Maschine, vermeidet Fehler und erhöht die Qualität des gesamten Prozesses. Im Projektverzeichnis, das sich hier auch ganz einfach öffnen lässt, wurde auch unser fertiges NC-Programm erzeugt. Und jetzt, wie am Anfang versprochen, zeige ich euch ein sehr mächtiges Tool, mit dem man den gesamten Prozess auf Knopfdruck übertragen kann. Ich nehme einfach diese Grafik, ziehe sie in mein fertiges Projekt und wende Dragon Mill an. Send to CNC durchsucht nun das Projekt nach ersetzbarer Geometrie, aktualisiert alle darauf referenzierten Objekte wie zum Beispiel das Werkstück und berechnet den Job neu. Außerdem wird das Projekt im Grafikverzeichnis gespeichert. Wir müssen nur noch die fertigen Werkzeugwege über den Postprozessor ausgeben. Lasst mich wissen, wenn ihr mehr über dieses Feature erfahren möchtet, und ich werde Dragon Mill ein eigenes Video mit einem komplexen Projekt widmen und genau erklären, worauf zu achten ist.